Hallo meine Freunde, hola Madridistas, gestern war es endlich soweit. Nach über 2,5 Jahren musste Joan Laporta vor Gericht aussagen, warum er den Vizepräsidenten der Schiedsrichter José María Enríquez Negreira bezahlt hat. Ich erinnere euch daran, der FC Barcelona hat in einem Zeitraum von über 20 Jahren dem Vizepräsidenten der Schiedsrichter über 8 Millionen Euro gezahlt. Konnte der Präsident des FC Barcelonas erklären, wofür die Zahlungen waren? Was haben Luis Enrique und Ernesto Valverde, die Ex-Trainer von Barcelona, ausgesagt? All das erfahrt ihr in diesem Video. Dann gibt es aber noch mehr als genug Themen rund um Real Madrid. Wir unterhalten uns unter anderem darüber, dass gestern die neuen Transfermarktwerte für unsere Spieler erschienen sind. Und es gab einen großen Gewinner, Arda Güler. All das und noch vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, liebe Freunde, zunächst einmal, es tut mir leid, dass dieses Video heute etwas später erscheint, als ihr es gewohnt seid, aber meinen Sohn hat es erwischt, der hat Fieber, der hat eine Grippe, dem geht's schlecht, deshalb braucht er heute Morgen seinen Papa, jetzt liegt er oben und ruht sich aus und deshalb habe ich mir die Zeit für euch genommen. Ja, wie dem auch sei, ich wünsche euch allen einen besseren Start ins Wochenende, in dieses Wochenende, an dem der 16. Spieltag der La Liga gespielt wird. Der Spieltag wurde gestern Abend eingeleitet von Real Sociedad gegen Girona. Und Real Sociedad hat zu Hause 1:2 verloren. Was ist los mit Real Sociedad? Eine Mannschaft, die eigentlich um Champions League Plätze spielen sollte, spielt gegen den Abstieg. Naja, in der spanischen Liga gibt es nichts, was es nicht gibt. Aber uns interessiert natürlich viel mehr Real Madrid und unsere direkten Konkurrenten Atletico Madrid und der FC Barcelona. Ja, wenn ihr dieses Video seht, spielt wahrscheinlich Atletico Madrid schon gegen Valencia. Valencia ist nicht mehr die gleiche Mannschaft wie in den letzten Jahren. Atletico Madrid klarer Favorit. Dann heute um 18:30 Uhr empfängt der FC Barcelona Osasuna. Ja, sind wir mal gespannt, was da passiert. Und morgen Abend zum Abschluss Real Madrid in Alavés um 21 Uhr. Um euch auf den aktuellen Stand in der Tabelle zu bringen, wie ihr seht, nach 15 Spieltagen Tabellenerster der FC Barcelona mit 40 Punkten, 4 Punkte bereits vor Real Madrid, die mit 36, Atletico Madrid mit 31 Punkten, schon etwas Abstand. Ihr seht also, wie wichtig dieser Spieltag für Real Madrid ist. Real Madrid muss gewinnen, um am FC Barcelona dran zu bleiben. Und Real Madrid muss auch gewinnen, damit Xabi Alonso weiter Trainer von Madrid bleibt. Aber das Thema hatten wir gestern, vielleicht kommen wir da morgen zu. Das ist nicht das Thema fürs heutige Video. Ja, und morgen in dem Video, was ich jetzt ankündige, schauen wir uns auch mal den Verletztenstand von Real Madrid an. Denn es ist absolut verrückt, wie viele Nachrichten da zurzeit durcheinander reinkommen. Fede Valverde ist angeschlagen, Rüdiger ist wahrscheinlich, fällt er aus. Ein Joan Martinez könnte für ihn spielen, ein linker Verteidiger von Castilla könnte spielen. Aber bevor wir uns jetzt hier in wilden Gerüchten verfangen, warten wir nochmal 24 Stunden ab und morgen berichte ich euch den letzten Stand der Dinge. Ja, ein Spieler, der aber garantiert ausfallen wird die nächsten 4 Wochen, ist Brahim. Und ausnahmsweise liegt das diesmal nicht an einer Verletzung oder an einer Rotsperre. Nein, Brahim reist am Montag nach Marokko, um den Afrika Cup mit Marokko zu spielen. Der Afrika Cup startet am 21. Dezember. Er findet in Marokko statt. Und man muss auch sagen, Marokko ist wahrscheinlich der absolute Top-Favorit. Dazu noch das Turnier im eigenen Land. Und das Finale findet am 18. Januar statt. Das heißt, wenn alles normal läuft, fehlt Brahim 4 Wochen für Real Madrid. Und ich bin der Meinung, da muss eine andere Lösung für gefunden werden. Dieses Problem hat ja nicht nur Real Madrid, sondern dieses Problem haben ja auch nicht nur Brahim, sondern sämtliche afrikanischen Fußballer. Es fällt natürlich den europäischen Vereinen schwerer, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen oder hohe Verträge zu zahlen etc. für einen Spieler, wo die von Anfang an wissen, der fällt uns jeden Januar 3 bis 4 Wochen aus.
Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Afrika Cup im Sommer gespielt werden kann, weil da ist es viel zu heiß in Afrika. Naja, bin ich gespannt, ob ihr da eine andere Lösung für seht. Also der Afrika Cup ist ein toller Wettbewerb, der soll gespielt werden, versteht mich nicht falsch. Aber irgendeine Lösung muss es ja für den afrikanischen Fußball und vor allem für die afrikanischen Profis geben, die ja im Endeffekt darunter leiden. Naja, meine persönliche Meinung, eure dazu könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Ja. Und jetzt kommen wir wohl zum Hauptthema dieses Videos, das Interessanteste. Gestern war der zweite Teil des Gerichtsprozesses rund um die Zahlungen des FC Barcelonas an den Vizepräsidenten der Schiedsrichter José María Enríquez Negreira. Die drei, die gestern vorgeladen waren Ernesto Valverde, Luis Enrique, beide Ex-Trainer vom FC Barcelona, beide haben per Videokonferenz ihre Aussagen gemacht und Joan Laporta als Präsident, der war vor Ort, der musste auch vor Ort sein. Ja, und viele von uns haben eigentlich erwartet, dass ein Joan Laporta, wenn er den Gerichtssaal verlässt, halt einen klassischen Joan Laporta macht, wie wir ihn kennen. Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der die Kamera so sehr liebt wie ein Joan Laporta. Und ich war der festen Überzeugung, dass er da rauskommt, strahlend und seine gleichen 5 Phrasen in die Kamera haut, wie immer: Wir haben bewiesen, dass wir unschuldig waren. Wir haben bewiesen, dass die Zahlungen für Schiedsrichterberichte waren. Real Madrid hat Barcelonitis. Halt die Klassiker, die er immer wieder raushaut. Diese populistischen Aussagen, um den Barcelona-Fans zu gefallen. Ja, und schauen wir uns zusammen mal die Realität an. Le he dicho la foto, presidente. Que ha declarado, presidente. ¿Cómo ha ido? Le ha apretado mucho el abogado del Madrid. ¿Y le han dado un mensaje? ¿Para qué se pagaba a Negreira, presidente? Cuidado. Ay, ay, ay. ¿Cómo ha ido? La abogada del Madrid le ha dicho algo. Le ha apretado mucho el abogado del Madrid. Ja, was war denn da los? Joan Laporta hatte seltsamerweise keine Lust, mit der Presse zu reden. Seine Standardaussagen, wo war dein Siegerlächeln, sein Tanzen, seine Faust, was wir von ihm kennen, sein Gehabe? Wo war das hin? Ja, sein Strahlen ist ihm gestern vor Gericht ein bisschen vergangen oder sehr, sehr vergangen. Ja, und bevor wir jetzt zu den Aussagen von Joan Laporta kommen und auch von Luis Enrique, Ernesto Valverde, keine Sorge, ihr bekommt da alles. Erinnert ihr euch daran, wie extrem wütend ein Joan Laporta damals in seiner ersten Pressekonferenz war? Ist ein bisschen her. Er war sauer, dass Real Madrid als Nebenkläger angetreten ist in diesem Prozess. Als einzige Mannschaft der gesamten spanischen Liga hat Real Madrid sich getraut, als Nebenkläger anzutreten. Eigentlich hätten alle Mannschaften als Nebenkläger antreten müssen, denn alle waren ja logischerweise betroffen. Aber wir wissen, ja, wie ein Javier Tebas die anderen Vereine der Liga in der Hand hat, dass die sich nicht trauen, was zu machen. Ja, und der größte Skandal von allem, wir kommen gleich noch zu genügend anderen Skandalen, ist: La Liga und die spanische Föderation waren logischerweise beide Nebenkläger. Beide haben einen Anwalt dahin geschickt. Und der Anwalt der La Liga und der Anwalt der spanischen Föderation hatten 2,5 Jahre Zeit, sich auf diesen Prozess, auf dieses Kreuzfeuer vorzubereiten. Ja, und der Anwalt von Javier Tebas, der Anwalt von La Liga, hat eine Frage gestellt. Die einzige Frage, die er gestellt hat, war, ob der Sohn von Enríquez Negreira die Schiedsrichter zum Camp Nou begleitet hat. Hat er. Und das war alles. Und die spanische Föderation, der Anwalt von denen, nach 2,5 Jahren Vorbereitung, im größten Skandal, mit riesem Abstand in der Geschichte des spanischen Fußballs, hat keine einzige Frage gestellt. Weder La Liga noch der spanische Fußballverband haben Interesse daran, diesen Fall aufzuklären. Und jetzt weiß man, jetzt versteht man, warum Joan Laporta so sauer war. Er hat sich den Gerichtsprozess erhofft, den La Liga, den die spanische Fußballföderation ihm gegeben hätte.
einen Spaziergang. Aber Gott sei Dank hat Real Madrid einen Anwalt dahin geschickt und der hat Joan Laporta das Lächeln aus dem Gesicht getrieben. Ihr habt seinen Spaziergang aus dem Gerichtsgebäude gesehen. Ja. Irgendwann haben wir mit Sicherheit auch jede einzelne Frage und jede einzelne Antwort. Aber ein Gerichtsreporter hat mal so ein bisschen zusammengefasst, was Joan Laporta gesagt hat. Hören wir da zusammen einmal rein. Erstens hat er gesagt, hier steht, dass er Enriquez Negreira und seinen Sohn nie gekannt oder gesehen hat. Weder Negreira noch den Sohn. Er hat sie nie gesehen und kennt sie überhaupt nicht. Er hat auch erklärt, dass er erst später erfahren hat, dass es Berichte gab, die diese Dienste erstellen. Er erfuhr 2003, dass diese Schiedsrichterberatungsdienste erbracht wurden. Er erfuhr es im Jahr 2003, hielt sie für nützlich und sie wurden weitergeführt. Man sagte ihm, es sei der Sohn eines ehemaligen Schiedsrichters. Mehr wurde ihm nicht gesagt. Berichte, die laut Laporta sehr aufwendig waren und dass man sie zufällig gefunden hat, in einigen Kisten hinten in einem Schrank. Und dass diese Berichte aus den Jahren 2014 bis 2018 stammen, die Berichte des Sohnes, und dass es nichts von davor gibt, weil im Verein alle 5 Jahre Unterlagen vernichtet werden. Dass nichts mehr übrig ist und man das zufällig gefunden hat. Man hat ihn nach der Erhöhung der Zahlungen in seiner Amtszeit gefragt, weil Enriquez Negreira über die Jahre immer mehr kassiert hat. Laporta hat gesagt einmal, dass er davon nichts wisse, aber er vermutet, es liegt an einer Zunahme der Wettbewerbe. Und wenn es mehr Wettbewerbe gibt, gibt es auch mehr Berichte über deren Schiedsrichter und somit gab es mehr Arbeit. Also, das Wichtigste, ich fasse nochmal zusammen, er kennt weder Enriquez Negreira noch seinen Sohn und er hätte sie noch nie gesehen. Dann frage ich mich aber, wie kann man mir dieses Video erklären, was ich euch gerade hier einspiele? Wo ein Joan Laporta einem Enriquez Negreira nicht nur gegenübersteht und ihn begrüßt, der gibt ihm sogar noch die Hand. Seltsam, er hat den doch noch nie gesehen. Also, erste Lüge, bei der Joan Laporta ertappt wurde. Danach, seltsamerweise, die ganzen Beweise hat sein Hund gefressen. Sorry, die ganzen Beweise sind seltsamerweise nach 5 Jahren immer geschreddert worden. Ja, wir kennen ja den FC Barcelona und wie gründlich die normalerweise ihre Sachen erledigen. Zufälligerweise in einem Verein, in dem wirklich nichts zusammenläuft. Das hat aber geklappt. Alle 5 Jahre pünktlich sind immer alle Unterlagen verbrannt oder geschreddert worden. Ja, wer das glaubt, na, egal, anderes Thema. Und zu guter Letzt auch, wurde er gefragt, wenn du diesen Mann doch nicht kennst und nicht weißt, was er gemacht hast, du hast ja die Sachen nur geerbt, die Zahlungen waren ja schon immer da vor dir, du kannst ja quasi nichts dafür. Als wenn du, was für ein toller Präsident, übernimmt einen Verein, da sind irgendwelche 100.000 Euro an Zahlungen und die Erklärung ist, die sind immer schon da. Und der als Präsident sagt, dann läuft das einfach weiter. Geil, wie er mit dem Geld von seinen Mitgliedern umgeht. Naja, tolle Ausrede. Ja, und dann wurde er gefragt, warum hast du denn die Zahlungen an Enriquez Negreira vervierfacht? Ja, und seine Aussagen waren, ja, es gab mehr Wettbewerbe, der musste mehr arbeiten. Natürlich, es gab aus dem heiteren Himmel 4-mal so viele Wettbewerbe. Also wer das glauben mag. Ja, und der Punkt kommt ja noch dazu, dass die Zahlungen ja schon immer utopisch waren. Also der Sohn von Enriquez Negreira hat ja gesagt, er hatte im Jahr 70.000 Euro verdient. Der war ja, der die Berichte gemacht hat. Und vor Laporta wurde Enriquez Negreira schon 135.000 Euro gezahlt. Also das Doppelte. Und Joan Laporta denkt sich, diese Berichte sind so wichtig, dass ich die Zahlung vervierfache auf 573.000 Euro. Ja, klar, diese Berichte, die so wichtig waren. Ja, wenn diese Berichte, die müssen ja extrem wichtig gewesen sein, essentiell, wenn du da 600.000 Euro im Jahr reinschepperst, in einem Verein, den es finanziell nicht so gut geht. Ja, hören wir uns mal an, was ein Luis Enrique und ein Ernesto Valverde, was die aus diesen Berichten gemacht haben, was die für Informationen daraus gekriegt haben. Hören wir da mal rein. Luis Enrique und Ernesto Valverde. Ja, lass mich noch etwas Wichtiges zu den Trainern sagen. Beide haben etwas Wichtiges gesagt, dass ihnen nie jemand die Berichte angeboten hat. Niemals, niemand. Weder ihnen noch einem Mitglied ihres Stabs wurden sie angeboten. Dass sie nicht wussten, dass es diese Berichte gab. Tatsächlich bestätigt Valverde, dass sie bei Athletic einen solchen Dienst haben und er ihnen auch angeboten wurde. Aber bei Barca wurden ihm diese Berichte nie angeboten. Genauso wenig wie Luis Enrique.
Also eigentlich müsste ich weinen, wenn es nicht so lustig wäre. Diese so wichtigen Berichte, für die der FC Barcelona im Laufe der Jahre 8 Millionen Euro bezahlt hat, über 8 Millionen Euro, haben die Trainer noch nicht einmal gesehen. Die wurden dem noch nicht einmal angeboten. Nicht mal denen oder irgendeinen aus dem Trainerstab. Diese doch so wichtigen Berichte, die die Erklärung für alles sind, die zufälligerweise in irgendwelchen Schränken hinten gefunden wurde, wie Joan Laporta gesagt hat. Ja, jetzt mal Schluss mit lustig. Ernesto Valverde und Luis Enrique haben dem FC Barcelona, haben Joan Laporta den kompletten Boden unter den Füßen weggezogen. Es gibt keinerlei vernünftige, rationale Erklärung für diese Zahlungen. Diese Berichte, wenn es die überhaupt gab, die gab es nicht. Die einzigen Berichte hat der Sohn gemacht und der Enrique Negreira hatte ja selber schon gesagt, er hat noch nie einen Bericht für den FC Barcelona schriftlich gemacht. Und den Trainern wurden diese Berichte nicht gezeigt. Es gab sie also nicht. Wofür dann die Zahlungen? Also die Richterin ist nicht auf den Kopf gefallen. Das war gestern für Joan Laporta kein guter Nachmittag. Ich bin gespannt, ob er wegen Meineids angezeigt wird, denn als Zeuge musst du in Spanien die Wahrheit sagen. Als Angeklagter musst du nicht die Wahrheit sagen, da darfst du vor Gericht sogar lügen. Das spanische Gesetz ist so. Aber als Zeuge bist du verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Das hat er gestern offenkundig nicht gemacht. Ja, man hat es, glaube ich, auch an seiner Miene erkannt, als er den Gerichtssaal verlassen hat. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser ganzen Situation zu sagen habt. Lasst das bitte in den Kommentaren. Ich werde mir jeden einzelnen Kommentar durchlesen. Ja, aber ich wollte mich mit euch auch noch einmal über Real Madrid beschäftigen. Und zwar hat Transfermarkt, wie wir Transfermarkt kennen, zweimal im Jahr machen die das, aktualisieren die Werte der Spieler. Und gestern war Real Madrid dran und ich zeige euch erstmal die Torhüter und die Abwehr. Wie ihr seht, keine großen Veränderungen. Thibaut Courtois, Lunin, die werden älter, das kommt noch dazu. Wenn du älter wirst und deine Vertragslaufzeit ein bisschen geringer, dann fallen die Transfermarktwerte automatisch. Also brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Ein Großteil ist gleich geblieben. Der große Gewinner, wenn man das so sagen möchte, Álvaro Carreras, sein Wert ist von 50 auf 60 Millionen gestiegen. Trent Alexander-Arnold ist um 5 Millionen gefallen, aber der war lange verletzt, also auch das ist normal. Ja, wenn wir uns dann das Mittelfeld anschauen, ja, gibt es schon den ein oder anderen Verlierer. Ein Fede Valverde von 130 Millionen runter auf 120. Das ist in dem Alter nicht normal. Auch ein Jude Bellingham von 180 Millionen auf 160 ist eigentlich auch nicht normal. Also die letzten 1,5 Jahre von Madrid waren aber auch einfach nicht gut. Vini ist bei seinem Transfermarktwert geblieben. Kylian Mbappé ist auch ein Gewinner von diesem Transfermarkt-Update von 180 Millionen auf 200, also so knapp ein bisschen mehr als 10% hat er seinen Wert gestiegen. Aber mit Abstand der große Gewinner von diesem Update ist Arda Güler. Nicht nur, dass er jetzt der teuerste oder der wertvollste türkische Fußballspieler aller Zeiten ist. Nein, der hat seinen Wert innerhalb von ein paar Monaten um 50% gestiegen. Von 60 auf 90. Und der Junge, der ist gerade einmal 20. Also, man sieht, was für eine tolle Leistung der am Anfang der Saison vor allem gezeigt hat. Sein Zusammenspiel mit Kylian Mbappé, die haben Europa terrorisiert und das sieht man auch auf dem Transfermarktwert. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn er so weitermacht und nicht auf seine Hater hört, von denen gibt es mehr als genug, aber um Hater zu haben, musst du auch schon sehr gut sein, also so sehe ich das immer, aber wenn der so weitermacht und seine Beziehung zu Kylian Mbappé, wenn dieses Duo, dieses tödliche Duo so weiter funktioniert, wird er der erste Türke in der Geschichte sein, der einen Transfermarktwert hat, der dreistellig ist. Also, Arda Güler unter Xabi Alonso einen enormen Schub bekommen, ein enorm neues Standing. Er ist der 5. teuerste Spieler in der Kabine von Real Madrid. Also er ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer bei Real Madrid, das Ganze mit 20 Jahren. Freut mich sehr, dass seine harte Arbeit, seine Mühe auch in diesen Plattformen endlich mal gewertschätzt wird. Das ist bei Transfermarkt nicht üblich. Ihr kennt es, dadurch, dass er auch Türke ist, ist es ein bisschen schwerer oder viel schwerer,
einen wirklich guten Transfermarktwert zu bekommen. Aber 90 Millionen ist schon eine Hausnummer. Ich bin gespannt, was ihr zu seinem Transfermarktwert sagt. Ist der euch zu hoch oder müsste der noch höher sein? Lasst mir eure Meinung dazu auch in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst mir direkt eure Meinung zu diesem ganzen Video. Lasst ein Like da, teilt dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte lasst ein Follow da. Und nochmal danke an die ganzen, die gestern auf meinem auf meiner Merch-Seite eingekauft haben. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch. An alle anderen, gebt Gas, solange der Vorrat reicht. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Allah Mavi!